Stellen Sie sich vor, Sie haben in Deutschland mit viel Mühe eine Wohnung gekauft. Alles ist in bester Ordnung. Aber eines Tages stellen Sie fest, dass Ihr Mieter seit 3 Monaten keine Miete mehr zahlt. Die Wohnung beschädigt und Sie ihn zudem gerichtlich räumen lassen müssen, ein Prozess, der mindestens ein Jahr dauern wird. In dieser Zeit zahlen Sie Ihren Kredit aus eigener Tasche ab und werden zudem von Anwaltskosten erdrückt. Das ist der größte Albtraum, den ein Vermieter in Deutschland erleben kann. Aber keine Sorge, es gibt einen sehr einfachen Weg, diesen Albtraum zu verhindern, den richtigen Mieter von vornherein auszuwählen. Heute werde ich Ihnen auf dem Kanal Grundstein erklären, wie Sie einen Mietinteressenten röntgen sollten, bevor Sie Ja sagen. Immobilienbesitz in Deutschland bedeutet nicht nur, eine Immobilie zu kaufen, sondern auch, Ihre Zukunft aufzubauen. Aber in dem Moment, in dem Sie jemandem die Schlüssel übergeben, vertrauen Sie das Schicksal dieser Investition eigentlich dieser Person an. Den richtigen Mieter in Deutschland zu finden, gleicht manchmal der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, denn die Gesetze schützen den Mieter wie eine Festung. Wenn Sie die falsche Wahl treffen, könnten sich die Tore dieser Festung gegen Sie schließen. Heute werde ich meine Strategie teilen, die auf Erfahrung und den Realitäten des deutschen Marktes basiert, ohne Sie mit Zahlen zu überhäufen. Schauen Sie das Video bis zum Ende, denn ein kleines Detail, das ich am Ende teilen werde, kann Sie in Zukunft vor Verlusten in Höhe von Tausenden von Euro bewahren. Zuerst müssen wir lernen, die Sprache der Dokumente zu sprechen. In Deutschland lächelt jeder bei der Besichtigung, jeder verhält sich höflich. Aber wir brauchen keine Emotionen, sondern kalte Fakten. Es gibt in Deutschland eine Realität namens Schufa. Betrachten Sie dies nicht nur als ein Stück Papier. Es ist der Finanzpass dafür, ob eine Person in der Vergangenheit ihre Versprechen gehalten hat. Wenn ein Bewerber sagt, ich habe ein kleines Problem mit meiner Schufa, aber ich bin ein ehrlicher Mensch, halten Sie einen Moment inne. Ehrlichkeit ist eine schöne menschliche Eigenschaft, aber Mietzahlungsdisziplin ist eine ganz andere Verantwortung. Alles, was wir brauchen, ist Stabilität. Zum Beispiel ist ein Beamter oder ein Facharbeiter, der seit 10 Jahren im selben Unternehmen arbeitet, immer ein sicherer Hafen im Vergleich zu einem gut verdienenden Bewerber, der alle 3 Monate den Job wechselt. Stabilität im Beruf ist die geheime Botschaft für Stabilität im Lebensstil und bei den Zahlungen. Es gibt einen Punkt, den ich für sehr wichtig halte, den aber viele Vermieter mit den Worten „macht nichts" übergehen. Die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung vom vorigen Vermieter. Denken wir logisch, wenn eine Person aus einer Wohnung auszieht, in der sie jahrelang gelebt hat, und der alte Vermieter ihr nicht einmal ein kleines Papier mit der Bestätigung gibt, dass diese Person pünktlich gezahlt hat und es keine Probleme gab. Was sagt uns das wohl? Manchmal sagen Bewerber, mein Verhältnis zum Vermieter hat sich verschlechtert. Das kann sein. Wir sind alle Menschen. Aber als Investor müssen Sie Ihre Risiken minimieren. Zu erwarten, dass jemand, der in seiner Vergangenheit finanzielle Spuren hinterlassen hat, in Ihrer Wohnung plötzlich zum perfekten Mieter wird, wäre eine etwas naive Herangehensweise. Der Tag, an dem Sie die Wohnung zeigen, ist der Tag, an dem Sie wie ein Detektiv Beobachtungen anstellen sollten. Menschen können in Dokumenten Dinge verbergen, aber die Körpersprache flüstert oft die Wahrheit. Kam er pünktlich zum Termin? In Deutschland ist Pünktlichkeit nicht nur ein Charakterzug, sondern ein Zeichen von Respekt. Wer seine eigene Zeit und Ihre Zeit nicht respektiert, könnte auch den Vertragsbedingungen und Zahlungsterminen gegenüber oberflächlich sein. Achten Sie auf das Verhalten des Bewerbers, wenn er die Wohnung betritt. Wie verhält er sich gegenüber der Wohnung? Sie werden sofort jemanden erkennen, der sich bereits wie in seinem eigenen Zuhause fühlt und pfleglich damit umgeht. Und stellen Sie unbedingt Fragen. Warum gerade dieses Viertel? Oder warum ziehen Sie um? Die Antworten auf diese Fragen offenbaren die Vision der Person. Wenn sie sich aggressiv über die alten Nachbarn beschwert, seien Sie vorsichtig. Oft liegt das Problem nicht bei den Nachbarn, sondern bei der Person selbst. Das Leben in Deutschland verläuft nicht immer nach Plan. Ein Rohr kann platzen. Der Mieter kann versehentlich Ihre teure Küche oder das Parkett beschädigen. Hier kommt die Haftpflichtversicherung ins Spiel. Ich bitte meine Mieter immer ausdrücklich um diese Versicherung. Das zeigt einerseits, dass es sich um eine verantwortungsbewusste Person handelt und verhindert andererseits, dass im Falle eines Unfalls ein Streit um Geld zwischen ihnen entsteht. Alles wird von der Versicherung geregelt. Sie haben keine Kopfschmerzen und das Verhältnis zu Ihrem Mieter wird nicht belastet. Und der kritische Punkt, die Kaution. Manchmal wird es Bewerber geben, die sagen, ich bin in einer sehr schwierigen Lage. Kann ich die Kaution in 4 bis 5 Monaten bezahlen? Ihr Herz mag weich sein, aber das Geschäft liebt keine Emotionen. Die Kaution ist Ihre letzte Verteidigungslinie. Übergeben Sie niemals die Schlüssel, bevor Sie diese nicht vollständig erhalten und den Vertrag unterzeichnet haben. Dies ist auch der letzte Test, um die Finanzkraft und Disziplin des Mieters zu prüfen. Wer die Kaution nicht aufbringen kann,
Bei dem ist es ein großes Fragezeichen, wie er morgen die Miete zahlen wird. Freunde, genau deshalb habe ich diesen Kanal ins Leben gerufen, damit Sie Ihr Fundament, Ihren Grundstein in der Immobilienwelt solide legen. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben, bedeutet das, dass auch Sie ein Vermieter sind, der seine Arbeit nicht dem Zufall überlassen möchte. Um mehr solcher professionellen Tipps zu sehen und die verborgenen Seiten des Immobilienmarktes in Deutschland kennenzulernen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Wenn Sie auch interessante Mietergeschichten erlebt haben oder Fragen haben. Schreiben Sie sie unbedingt in die Kommentare. Ich lese sie alle einzeln durch. Vergessen Sie am Ende eines nicht, haben Sie keine Angst davor, dass die Wohnung einen Monat leer steht. Zu versuchen, die falsche Person aus der Wohnung zu bekommen, kommt 10-mal teurer und stressiger als dieser eine Monat Leerstand. Den richtigen zu finden erfordert Geduld. Aber für eine solide Investition ist es das wert. Bis zu den nächsten Videos möge Ihre Investition erfolgreich und Ihre Mieter problemlos sein.